Heute wird's gruselig, denn wir machen das Schlimmste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Bestehenden Code zum Laufen bringen. Für Halloween schauen wir uns mal Neural Style Transfer an. Das ist ein neuronales Netz, das andere Bilder so einfärbt oder so stilisiert wie die Originalbilder, wie zum Beispiel hier. Und ja, das ist ein neuronales Netz, wie gerade schon gesagt, das über PyTorch läuft, zumindest die Version, die ich genommen habe. Das ist eigentlich ein Konzept mehr als eine KI und es wurde schon mehrere hundert Mal implementiert gefühlt. Ihr findet das ganze Ding in TensorFlow, ihr findet das in PyTorch, ihr findet das Ganze sogar rein in Torch in Lua geschrieben und ihr könnt das Ganze natürlich auch so selbst trainieren. Das heißt, ihr könnt es benutzen, um Bilder anders einzustylen, aber ihr könnt natürlich auch neue Styles eintrainieren und genau das ist das, was wir heute machen wollen. Wir wollen uns einen Spooky Style eintrainieren, den wir, naja, dann auf Bilder übertragen können. Kurz zum Setup, ich mache solche Sachen normalerweise auf Linux, aber bei mir auf Linux ist CUDA broken, da kommt die ganze Zeit bei PyTorch immer ein Fehler, dass eben CUDA nicht gefunden werden kann. Und ja, auch über Docker und so weiter habe ich alles ausprobiert, funktioniert leider nicht, deswegen werden wir das Ganze auf Windows machen. Zunächst mal müssen wir uns für ein neuronales Netzwerk entscheiden, das schon irgendjemand für uns geschrieben hat. Und ja, Fast Neural Style ist eine Implementierung, die direkt auf PyTorch basiert, sogar offiziell von PyTorch in den Beispielen angeboten wird. Das heißt auch höchstwahrscheinlich funktionabel, es hat sehr viele Sternchen, es hat sehr viele Forks und dementsprechend ist es höchstwahrscheinlich ziemlich geil. Wir können das Ganze hier also benutzen und dann am Ende aus diesem Bild hier mit diesem Style ein solches Bild erzeugen. Und ja, das wollen wir natürlich genau tun, nur dass wir eben einen neuen Style verwenden wollen, aber das funktioniert ja auch. Dazu brauchen wir erstmal den Code. Den bekommen wir, indem wir hier quasi auf Examples zurückgehen, also quasi auf das Repository Examples und können uns hier unter Code Download Zip den kompletten Code herunterladen. Wenn wir das gemacht haben, finden wir hier unter Fast Neural Style genau dieses Fast Neural Style Netzwerk und ja, bei euch sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus, bei mir ist Models natürlich schon drin und dort könnt ihr jetzt hergehen und wirklich die PowerShell aufmachen, Shift drücken, Rechtsklick drücken und dann PowerShell Fenster hier öffnen und jetzt könnt ihr hier alles drumherum machen. So, natürlich brauchen wir als allererstes mal die Programmiersprache Python, damit wir überhaupt erstmal was haben. Ihr findet zu Python alle möglichen Informationen in der Playlist, die ich euch in den Infokarten bzw. in der Endkarte am Ende verlinke. Und ja, ihr findet hier unter python.org findet ihr den Download. Geht hier auf die Downloads. Achtung, und jetzt wichtig, nicht Version 3.9 runterladen, sondern Version 3.8 runterladen. Ich musste das tatsächlich auch machen, 3.8 hatte ich nicht installiert. Und ja, zu 3.7 komme ich gleich noch. Genau, und hier findet ihr dann Version 3.8.6, denn PyTorch erlaubt keine Version 3.9 aktuell. Leider findet ihr das nicht auf der Website, hat mich ein paar Stunden gekostet, bis ich das rausgefunden habe. Wir sehen hier, currently PyTorch on Windows only supports Python 3x oder Python 2x not supported. 3x ist aber eigentlich auch 3.9, wobei 3.9 aktuell noch nicht funktioniert. Die machen das immer so nach und nach. 3.9 ist relativ neu und ja, deswegen geht es halt noch nicht. So, das heißt, wir gehen hierher, sagen 3.8 Download und gehen dann nach ganz unten und finden hier die 64-Bit-Varianten. 32-Bit, also diese drei hier unten, x86, die funktionieren nicht. Das heißt, nehmt entweder den Executable Installer, den Web-Based Installer oder ja, einen von den beiden am besten und ladet den runter, führt den aus, folgt der Installation einfach, setzt den Haken bei in den Pfad einführen, das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Findet ihr wie gesagt auch alles in der Python Playlist, aber nicht 3.9 nehmen, weil die eben noch nicht supported wird. So. Ihr könnt die dann am Ende aufrufen, indem ihr hier Py minus dann eure Version, also zum Beispiel 3.8 und dann irgendwas eingebt, also zum Beispiel Py minus 3.8 und dann seht ihr hier, wir haben diese interaktive Python Shell mit der Python Version 3.8, obwohl meine eigentliche Systemversion, wenn ich jetzt hier einfach nur Python eingebe, dann sehen wir hier, meine normale Systemversion ist Python 3.9.0. Das heißt, mit Py minus 3.8 müssen wir in Zukunft alles ausführen, was wir hier irgendwie, ja, mit Python 3.8 ausführen wollen. Ihr könnt das natürlich auch mit einer beliebigen anderen Version haben, vorausgesetzt, ihr habt natürlich diese andere Version auch installiert. Kleiner Funfact am Rande, wenn ihr aus Versehen die Python 32-Bit-Version installiert, funktioniert PyTorch auch überhaupt nicht. Ich habe nämlich für Python 3.7 damals, warum auch immer, die 32-Bit-Version installiert. Da war ich wohl ein bisschen noch am Schlafen, es war früh morgens und ja, ihr wisst, wie das ist.
Natürlich müssen wir aber die Bibliotheken, die gebraucht werden, trotzdem erstmal installieren. Und das ist zum einen mal PyTorch und zum anderen, naja, alles, was eben vielleicht euch noch angezeigt wird, was fehlt. Also zum Beispiel NumPy, aber das wird automatisch mit installiert. Probiert es einfach mal aus und wenn euch angezeigt wird, hey, das fehlt, dann installiert das auch noch. Das macht man über pip install torch. Achtet darauf, dass eure PowerShell als Administrator ausgeführt wird. Das heißt, wenn ich hier PowerShell stehen habt, Rechtsklick als Administrator ausführen und dann könnt ihr pip install torch und torch vision eingeben und dann sollte es funktionieren. Was ich nicht wusste, unter Windows ist Voraussetzung, dass ihr die Visual Studio Build Tools habt. Und ja, Python leitet euch auf diese Webseite hier weiter. Aber die Visual Studio Build Tools sind, sagen wir mal, schwierig zu finden. Ihr findet sie hier unter Tools für Visual Studio 2019 und hier unten dann unter Build Tools für Visual Studio 2019. Die könnt ihr herunterladen. Dann bekommt ihr diese wunderschöne Executable hier und ja, es gibt mehrere Executables, obwohl man das so vielleicht nicht erwarten würde. Und dann bekommt ihr hier den Visual Studio Installer und da habe ich erstmal einen riesen Schreck bekommen, weil ich will nicht Visual Studio bei mir installieren. Denn Visual Studio kann einfach mal, naja, sagen wir es mal so, es wieder loszuwerden ist gar nicht mal so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich muss dazu sagen, ich habe schon eine Weile kein Visual Studio mehr benutzt. Ich benutze eigentlich immer meine, naja, ganzen IDEs unter Linux oder zumindest nicht die großen Dinger hier. Ich benutze eigentlich gerne lieber die JetBrains-Varianten. Visual Studio hat nämlich einen sehr komplexen Installer. Und ja, wir sehen hier, ich habe die Visual Studio Build Tools 2019 installiert und wir sehen hier, verfügbar ist noch sehr, sehr viel mehr. Visual Studio Enterprise und Professional kostet natürlich was, Community braucht ihr aber nicht mal. Ihr wollt ja eigentlich nur Python zum Installieren von irgendwelchen Libraries bekommen. Das heißt, wo ihr am Anfang landet, ist das hier, meine Damen und Herren. Hier müsst ihr anwählen C++ Build Tools und achtet darauf, dass ihr wirklich die Build Tools runtergeladen habt, ansonsten habt ihr nämlich was völlig anderes. Dann braucht ihr allerdings die anderen Tools hier nicht und die einzelnen Komponenten, Sprachpakete und so weiter und so fort braucht ihr auch nicht. Ihr braucht wirklich nur die Build Tools und hier findet ihr dann noch das Windows 10 SDK. Dieses wunderschöne Ding hier, am besten einfach die neueste Version nehmen unter Optional. Und dieses Windows 10 SDK, wenn ihr das nicht installiert, dann funktioniert einfach gar nichts. Das wusste ich davor leider auch nicht. Deswegen war es ganz besonders gruselig. Nachdem ihr das aber gemacht habt, könnt ihr ganz einfach über sudo pip, beziehungsweise ohne sudo, über pip install und dann eben torch vision, könnt ihr PyTorch installieren und dann ist eigentlich alles gelaufen. So, und wenn ihr das dann gemacht habt, ich kann das jetzt nicht machen, weil meine KI im Hintergrund noch trainiert, sorry dafür. Wenn ihr das gerade noch macht, dann könnt ihr hier einfach Python eingeben, beziehungsweise in dem Fall Py-3.8, falls ihr Python 3.9 als Standard habt und 3.8 nicht euer Standard ist, Py-3.8. Und hier könnt ihr dann einfach eingeben Import Torch. Und jetzt müsst ihr überprüfen, ob auch wirklich CUDA für euch verfügbar ist. CUDA ist eine Beschleunigung von der Grafikkarte aus. Das bedeutet, eure Grafikkarte berechnet dann das neuronale Netz. Und das ist super, super geil. Ich habe es getestet und habe dazu einen Twitter-Post verfasst. Ihr könnt mir übrigens gerne auf Twitter folgen, dazu kommen wir gleich noch. Und ich habe tatsächlich hier für eine Epoche hätte ich 60 Stunden gebraucht. Mit Grafikkarte brauche ich für eine Epoche ca. 3 Stunden, also Faktor 20 schneller. Und ihr könnt überprüfen, ob ihr CUDA habt über torch.cuda.is-available. Das geht hier leider nicht, weil die PowerShell leider kacke ist. Und wenn hier True steht, dann habt ihr Glück gehabt. Wenn hier False steht, dann ist euer CUDA kaputt. Das ist bei mir, wie gesagt, unter Linux der Fall. Unter Windows kann das aber auch passieren, falls ihr CUDA irgendwie nicht richtig, beziehungsweise Torch kommt schon mit CUDA, also ihr müsst CUDA eigentlich nicht mal installieren. Und ja, wenn hier trotzdem False steht, naja, das wird standardmäßig immer bei euch der Fall sein, wenn ihr eine AMD-Grafikkarte habt, denn CUDA ist Nvidia-only. Was auch bei mir übrigens der Grund ist, warum ich mir momentan wieder eine Nvidia-Karte holen möchte, weil die halt CUDA haben. Das heißt, wenn man was mit neuronalen Netzen macht, ist CUDA eigentlich immer geiler. Also ja, schaut da mal rein und wenn das bei euch funktioniert, dann könnt ihr jetzt endlich das neuronale Netz trainieren lassen. So, wie man also jetzt dieses neuronale Netz anwendet, das finden wir alles hier. Wir wollen vielleicht ein Image nachher noch stylen, ja, aber dazu müssen wir ein bisschen was anderes nachher machen. Wir wollen aber zuerst einmal das neuronale Netz natürlich trainieren, denn wir wollen ja nicht diese langweiligen Styles hier übernehmen, die quasi schon sind. Wir wollen ja unseren Halloween-Style machen und deswegen brauchen wir diesen Train-Part hier. Das heißt, wir wissen schon mal, wie wir das Ganze aufrufen müssen und jetzt sehen wir hier in den roten Klammern, was wir eigentlich eintragen müssen. Und zwar Path to Train Dataset.
Okay, wir brauchen einen Datensatz, auf dem wir trainieren können. Wir brauchen ein Style-Image, das uns quasi vorgibt, wie das Ganze aussehen soll. Und das möchte ich euch jetzt noch nicht zeigen. Da könnt ihr quasi aus dem Internet irgendwas nehmen, was ihr Cooles findet. Es muss wirklich nur ein Bild sein. Und dann haben wir hier noch den Ordner, wo man quasi das Bild am Ende speichert. Epochen 2, das habe ich jetzt einfach mal, das kann man quasi angeben. CUDA 1 bedeutet, dass es auf eurer Grafikkarte trainiert. Wenn ihr, wie gesagt, eine AMD habt oder CUDA funktioniert bei euch nicht, dann könnt ihr hier CUDA 0 eintragen. Dann wird das auf eurer CPU gerechnet, dauert halt deutlich länger. So, und ja, jetzt brauchen wir also noch diesen Datensatz. Nun, der Datensatz, der hier verwendet wurde, und der scheint ja offensichtlich ziemlich geil zu sein, den werden wir jetzt hier natürlich auch verwenden. Den findet ihr hier unter den Coco-Datensatz, Coco 2014. Problem ist, Coco, naja, der Download-Link hier, der wird nicht aufhören zu laden. mscoco.org/dataset/download funktioniert einfach quasi gar nicht. Das heißt, was wir machen ist, wir googeln einfach danach, finden hier tatsächlich direkt einen Link, MS-Coco Dataset, also Coco Dataset. Und ja, den kann man quasi das Paper dazu downloaden und man kann den Dataset hier auch natürlich downloaden, was wir natürlich erstmal hier machen werden. Und wir sehen hier, okay, hier gibt es verschiedene Bilddatensätze und hier stand dabei, sie haben den 80K 13 GB genutzt. Das heißt, wir nutzen auch mal den, naja, nicht ganz 80K, sondern 83K 13 GB Datensatz, laden den runter, extrahieren den und ich habe das jetzt hier mal alles reingemacht für euch und zwar also ihr bekommt quasi Train 2014.zip und das könnt ihr extrahieren hier in einen sehr, sehr bunten, sehr, sehr großen, sehr, sehr fetten Datensatz, wo haufenweise Trainingsdatenbilder verwendet werden können und die dürft ihr genau für solche Projekte einsenden oder benutzen im Endeffekt. Wenn wir jetzt nochmal hier kurz bei GitHub gucken, wo wir das Ganze am Ende dann reinspeichern, ist völlig egal. Wir müssen halt den Pfad angeben. Und das heißt, wir müssen hier --Dataset schreiben und quasi den Pfad, wo unser Datensatz ist. Und dann können wir das starten. Ja, und so sieht das dann eigentlich auch schon fertig aus. So, und jetzt starten wir das Ganze hier einfach mal. Und zwar, wir starten natürlich die Neural Style. Das ist diese Datei hier. Ich habe das übrigens schon mal vorbereitet. Mit Python 3.8. Wie gesagt, 3.9 ist nicht unterstützt von PyTorch aktuell gerade. Und ja, hier geben wir noch kurz die anderen Sachen an. Und zwar Datensatz. Den haben wir vorbereitet. Naja, was ist denn das eigentlich? Der Datensatz ist hier drin unter den Bilderdaten. Und dann haben wir hier das Style-Bild, das wir hier schon rausgesucht haben. Dann haben wir hier das, also das ist das Style-Bild hier quasi, das ist der Pfad einfach zu dem Style-Bild. Dann haben wir hier, wo wir das Modell speichern wollen, in Models bitte. Dann wollen wir das Ganze 10 Epochen trainieren lassen, also 10 Mal alle Bilder durchgehen. Wir wollen das Ganze auf jeden Fall mit der Grafikkarte machen, wie wir schon geklärt haben. Und wir wollen natürlich hier die Batch-Size auf 2 stellen, weil ihr könnt das gerne mal bei euch rausprobieren. Bei mir ging die Batch-Size auf 4 nicht, aber man kann das Ganze hier einstellen, so viel wie man möchte. Das heißt, so viele Bilder werden quasi gleichzeitig verarbeitet. 4 ging bei mir nicht, weil ich nicht genug Grafikkartenspeicher hatte, weswegen ich dringend eine neue Grafikkarte brauche. Falls ihr eine übrig habt, gerne. Ihr könnt das Ganze auch auf einstellen, falls eure Grafikkarte noch weniger Speicher zur Verfügung hat. In meinem Fall war 2 die beste Variante. Ja, und dann warten wir. 6,5 Stunden später. Und hier sehen wir, wie leicht was kaputt gehen kann. Wir haben hier einmal den Fehler, dass die Datei nicht gespeichert werden konnte. Und zwar wegen diesem schönen Doppelpunkt hier, der in der Zeit drin steht. Das heißt, das müssen wir ganz kurz ändern. Wir sind hier in Zeile 117 in der Train-Funktion und gucken uns das mal ganz kurz an. 117. So, hier saven wir das Ganze. Wir saven das an Save Model Path. Model Path besteht aus dem Filename. Filename besteht aus der Time. Und die Time ist genau das, was uns hier um die Ohren geflogen ist. Das heißt, das hier, das hier lassen wir drin. Das hier schmeißen wir raus. Das hier schmeißen wir raus. So. Und ja, dann haben wir hier plötzlich einen anderen Pfad. Das Problem ist, wir müssen es natürlich nochmal von vorne trainieren, weil das vorher nicht überprüft wurde und ja, Python eben zur Laufzeit euch um die Ohren fliegt und nicht zur Compile-Zeit, weil es keine Compile-Zeit gibt. Gut, nochmal trainieren und diesmal mache ich, glaube ich, nur, können wir das vielleicht ein bisschen schön haben? Dankeschön. Diesmal mache ich, glaube ich, nur 2 Epochen. Ich will es mal damit probieren und ja, das letzte war über Nacht, das hier wäre jetzt über Tag, das heißt, bitte mach ein bisschen hin.
So sieht das Ganze aus, wenn es dann richtig fertig trainiert hat. Also wir haben das quasi jetzt hier unter Models, Epoch, bla 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 gespeichert. So, und jetzt wollen wir das ganze Ding natürlich anwenden und das machen wir, wie hier eben auch auf GitHub beschrieben. Wir wollen nicht mehr Train machen, sondern wir wollen hier Eval machen. Das heißt, wir machen im Endeffekt fast genau dasselbe. Wir brauchen im Endeffekt diesen Blueprint hier. Python, Neural Style Py, eval, Content Image. So, und hier muss jetzt das Bild rein, das wir verwenden wollen. Das heißt, wir brauchen erstmal ein Bild. Das Bild, was ich jetzt hier benutzen werde, stammt natürlich aus der Aufnahme, die ich gerade gemacht habe. Allerdings ist es wichtig, das Ganze in derselben Auflösung zu haben. Deswegen gehen wir hier mal unter Images und mein Style Image, welches das hier ist. Und das finden wir hier unter Eigenschaften. Eigenschaften dann hier unter Details finden wir 1920 x 1370. Das ist eine komische Variante von Pixeln. Aber das merken wir uns jetzt mal. Ich schiebe das hier mal neben die Aufnahme. Und dann gehen wir zurück und gehen wieder hier in das Video rein. Und dann schauen wir, dass wir irgendwo in dem Video ein Frame finden, bei dem ich nicht absolut aussehe, als wäre ich gerade voll drauf. So, das sieht doch schön aus, oder? So, das nehmen wir. Und ja, dann nehmen wir uns einfach mal einen Screenshot davon. Einfach Umschalttaste, also Großschreibentaste und S drücken und dann wird das ganze Ding automatisch gespeichert. Und ihr seht auch oben dran den Pfad. So, und dann kann man das ganze Ding natürlich noch in GIMP aufmachen. GIMP ist kostenlos, könnt ihr einfach mal danach googeln. GIMP steht hier, könnt ihr gratis installieren, ist quasi wie Photoshop, nur halt kostenlos. Dafür meiner Meinung nach auch nicht ganz so benutzerfreundlich, I guess, aber es ist okay. Wir wollen jetzt hier natürlich die Leinwandgröße ändern von 4096 2160. Das ist quasi mein Video, also mein Video hat 4K Auflösung, das ist quasi von der Kamera direkt und das wollen wir jetzt runter skalieren auf 1920 x 1370, wie wir hier wissen. Und ja, das ist jetzt natürlich nicht mehr mittig. Jetzt wollen wir das Ganze noch ein bisschen ja, wobei das passt erstmal so, Größe ändern. So, und jetzt kann ich natürlich hier die Ebene skalieren. Wo war das? Hier, skalieren. So, jetzt skalieren wir das so, dass es ungefähr da reinpasst. So ungefähr. Passt das? Ja, das ist okay. So, skalieren wir das. Und ja, jetzt sehen wir, dass das nicht annähernd so mittig ist, wie ich das ganz gerne hätte. Ich hätte gerne meinen Bart voll im Bild, natürlich. So, und ja, das speichern wir, das überschreiben wir jetzt. Jetzt haben wir ein Bild, das im hoffnungsvollsten besten Fall, im besten Fall, ach, es speichert noch. Okay, ja. Also im besten Fall haben wir jetzt hier ein Bild, welches exakt dieselben Maße hat. Unter Details sehen wir das, wie das Original Zombie-Bild. Also 1920 x 1370. So, wunderbar. Jetzt können wir natürlich unser neuronales Netz wieder hier ansprechen. Das heißt, wir nehmen unser Content-Image, ja, das ist quasi das hier, ziehen das hier rein und haben hier den passenden Pfad. Dann das Model, das finden wir nicht auf Instagram ausnahmsweise mal, sondern wir finden das Model unter, ja, wo habe ich es denn hier? Models und dann haben wir dieses Modell hier, das können wir hier reinziehen. Und dann das Output-Image hätte ich ganz gerne wieder in dem Ordner Halloween AI und ich will eigentlich, dass es anders heißt, aber das macht gerade nichts. So, Output. Ich weiß nicht, in was das speichert. JPG oder PNG. Das müssen wir ausprobieren. CUDA 0. Ja, das ist wie gesagt der Fehler, weil ich aus Versehen gerade Python 3.9 gestartet habe. Hier müssen wir natürlich wieder hergehen, Python-3.8 schreiben und dann das Ganze mal rechnen lassen. Jetzt haben wir hier einen Fehler bekommen. Wir wollen 3 Channel haben aber 4 Channel. Das liegt vermutlich an meinem Bild, das ich abgespeichert habe. Dieses Bild hier ist ein PNG-Bild. PNG-Bilder unterstützen leider oder zum Glück eigentlich Transparenz. Was wir jetzt hier machen ist, wir packen das hier einfach als JPEG. JPEG unterstützt keine Transparenz. JPEG hat eine, ja, JPEG ist halt komprimiert, ne? Und deswegen hat man hier auf ein paar Sachen verzichtet. Deswegen können wir hier jetzt einfach hergehen und daraus ein JPEG machen. Wo haben wir es? So, hier mal ganz kurz JPEG eingefügt. Und ja, jetzt quasi nochmal probieren. Und tada, das ist unser Zombie-Bild.
Also der Output hier ist tatsächlich leer gewesen, aber ich finde unser Zombie-Bild eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Und deswegen ist das jetzt natürlich auch mein Thumbnail geworden, weil es einfach so ultra sexy ist. Und ja, nicht vielleicht unbedingt sexy, aber ja. Okay, so gut wie das funktioniert hat, müssen wir da einen kleinen Contest draus machen. Ihr schickt mir eure geilsten Bilder auf Instagram oder auf Twitter oder auf Discord, also bitte nicht private Nachricht, sondern einfach öffentlich posten und mich drauf markieren. Und ja, das coolste Bild, das werde ich in einer Woche, also Samstag in 7 Tagen, werde ich das auf YouTube als Textpost teilen. Und ja, ansonsten könnt ihr natürlich die ganzen öffentlichen Bilder auch sehen, wenn ihr mir auf den jeweiligen Plattformen folgt, glaube ich. Und ja, mal schauen, welches das coolste ist. Ist natürlich subjektiv, das ist klar. Aber ich freue mich auf eure Varianten. Ihr müsst nicht euer Gesicht nehmen. Ihr könnt natürlich auch ein Haus nehmen oder irgendwas anderes, was gruselig ist und dort euren eigenen Stil drauf klatschen. Schreibt mir aber dazu, welches Stylebild ihr genommen habt. Schreibt mir dazu, wie viele Epochen ihr genommen habt. Schreibt mir dazu, mit welchem Datensatz ihr trainiert habt. Und schreibt mir dazu, falls es nicht euer Bild ist, wo ihr das Bild her habt, damit man immer die Quellen angeben kann. Wir hören uns wieder in 7 Tagen, beziehungsweise wenn ihr abonniert, dann natürlich deutlich früher. Ich bringe ja jeden Tag ein Video raus. Alles klar, dann in dem Fall bis morgen. Ciao!